Ein junges Duo im Alter von 16 und 17 rammte im Oktober in einer Fußgängerzone in Favoriten mit hoher Geschwindigkeit eine Direktorin mit einem E-Scooter. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen. Das Grinsen des Lenkers kurz vor dem Aufprall kann das Opfer nicht vergessen. Und auch die Aussagen der beiden Syrer nach dem Crash gehen ihr nicht aus dem Kopf. Die erfahrene Jugendrichterin Daniela Zwangsleitner bringt nicht schnell etwas aus der Ruhe. Doch bei dem Prozess um fahrlässige Körperverletzung im Wiener Landesgericht am Montag wurden auch ihre Nerven strapaziert. Zuerst kommt der 17-jährige Angeklagte 20 Minuten zu spät zu seiner Verhandlung. Dann kann er sich nicht an seine Wohnadresse erinnern. Auch ob er 1.000 Euro Sozialhilfe im Monat kassiert, wie er in einem Formular ausgefüllt hat, oder 400, wie er im Gericht behauptet, kann der Angeklagte nicht beantworten. Die Aussagen, die der Syrer zu der Straftat tätigt, verwundern. Ich bin noch nicht lange in Österreich. Ich wusste nicht, dass das verboten ist. Sie sind zu zweit auf einem Scooter durch die Fußgängerzone gerast. Glauben Sie nicht, mit Unkenntnis kommen Sie hier durch, wird Zwangsleitner jetzt lauter. Mit dem Elektroroller fuhr der junge Mann am 7. Oktober 2024 zusammen mit einem Mitfahrer am Keplerplatz in Wien-Favoriten in eine Menschenmenge und rammte dabei eine Frau frontal. Das Opfer, eine Direktorin, wurde zu Boden geschleudert. Er litt einen Brustbeinbruch, eine Schädelprellung und einen Bruch des Schienbeins. Aufgrund einer Gehirnblutung musste die 53-Jährige operiert werden. Im Gerichtssaal sagte sie als Zeugin aus: Es war viel los, ich war unterwegs Richtung U-Bahn. Plötzlich war der Roller vor mir und ich weiß noch genau, der Fahrer hat mich angelacht, ehe er mich gerammt hat. Zeugen aus der Menschenmenge beobachteten den Hergang und berichteten, dass der E-Scooter mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Menge zugerast ist, ohne auszuweichen. Beide Fahrer seien bei der Kollision mit der Frau zu Sturz gekommen und hätten den Vorfall sehr amüsant gefunden. Sie haben ständig gelacht. Als die Frau schwer verletzt am Boden gelegen ist, habe einer der beiden zu ihr abschätzig gesagt, sie soll einmal lernen, Respekt vor mir zu haben. Der Angeklagte und sein als Zeuge besonders respektlos auftretender 16-jährige Mitfahrer, dem der E-Scooter gehört, bestreiten all das. Sie wollen sich vor Ort um die Frau gekümmert und sich entschuldigt haben. Wollen Sie mir sagen, dass die Menge lügt? So Frau Rath. Ich glaube eher, dass sie lügen, verurteilte sie den Jugendlichen wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 5 Monaten bedingter Haft und 3.000 Euro Schadensersatz. Mit den restlichen Ansprüchen, die Frau forderte 20.000 Euro, wird das Opfer auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Glauben Sie mir, Sie werden sehr lange für diesen Vorfall zahlen müssen, sagt die Richterin und ergänzt: Sie müssen lernen, Respekt zu haben, nicht das Opfer. Die Frau hätte sterben können. Dem Beifahrer droht nach seinem Auftritt im Wiener Landesgericht eine Anklage wegen falscher Beweisaussage.